Streitkultur in Deutschland ist eine Sache, wo ich sagen würde, sind wir nicht so gut drin. Generell, ich bin auch eher ein Mensch, der harmoniebedürftig ist und interessiert daran ist, eigentlich sozusagen dem Streit aus dem Weg zu gehen. Aber, und das erleben wir ja gerade in unserer Gesellschaft, wir sind in einer hyperpolarisierten Gesellschaft. Themen sind unvereinbar. Es gibt Polarisierungsunternehmer, die in beide Richtungen halt schießen und halt irgendwie sozusagen die Fronten treiben. Und da ist sowas wie Deep Democracy halt ein Schlüssel, um zu gucken, wie kann man unvereinbare Positionen wieder zusammenbringen. Ich habe tatsächlich noch nie von Deep Democracy gehört, deswegen war es für mich doppelt spannend, weil ich dachte, okay, krass, endlich mal was ganz Neues. Zu vielen Themen hat man ja im Leben schon was gehört, aber das war neu für mich. Umso erstaunlicher war es für mich, dass es ja wirklich um eine moderne Streitkultur geht. Was für Dynamiken können in Unternehmen bei den Mitarbeitenden herrschen? Wie erkenne ich die auch? Super Erkenntnis auch, dass zum Beispiel schon, wenn Mitarbeiter öfter auf der Witzebene unterwegs sind, dass das schon ein Zeichen ist von Frustration und dass da was dahinter stecken kann. Und wie ich das erkennen kann und die Kette dahinter aussieht, wie es da auch Steigerungen gibt, super spannend und direkt mitnehmen und anwendbar, ne? Also richtig gut. Deep Democracy war für mich, wie gesagt, noch gar kein Begriff. Und was ich spannend fand, erstmal die Wurzeln kennenzulernen. Wo kommt es überhaupt her? Wer hat sich Gedanken gemacht? Wer hat das Konzept entwickelt? Wie wenig das auch noch in Deutschland verbreitet ist. Was ich sehr spannend finde, ist eben dieser interaktive Charakter und das analytische Herunterbrechen von Teamstrukturen und Teamverhaltensmuster auf ein Level, was wirklich sehr verständlich ist. Und es hat mir an jedem Punkt des Vortrags von Marcel die Möglichkeit gegeben, das einzuordnen, zu reflektieren, zu wissen, wann war ich in einem ähnlichen beruflichen Kontext, wann war jetzt genau dieses Spannungsfeld relevant, wie habe ich das damals gelöst und viel spannender noch, wie würde ich das jetzt eben nach den ganzen Inputs lösen. Deep Democracy ist für mich eine Methode, die mir als Führungskraft dabei hilft, zu verstehen, was in meinen Teams passiert, früh zu merken, wenn Widerstände spürbar sind und dort mit guten Methoden, mit konstruktiven Methoden hineinzugehen, auch Raum zu öffnen, dass kritische Dinge gesagt werden können. Ich finde es sehr, sehr interessant, weil es so viele Anknüpfungspunkte gibt zu Methoden, die ich bereits kenne, wo eine ähnliche Haltung dahinter ist. Und das passt sehr, sehr gut zusammen. Und was ist das, was so verbindend ist? Das ist so dieses Thema zu versuchen, Dinge tief zu verstehen und Menschen Instrumente an die Hand zu geben, in diesen Situationen nicht diesen Film abspielen zu lassen, sondern halt zu empowern und zu sagen, okay, du kannst halt, indem du diese Instrumente anwendest, viel besser in solchen Situationen halt irgendwo damit zurechtkommen. Ich war wirklich mega begeistert. Ich kannte bisher die gängigen Konzepte von Konfliktmanagement und schon der Ansatz, den Konflikt viel, viel stärker runterzubrechen und zu schauen, ab welcher Situation wird denn vom Konflikt gesprochen und wie zeitig kann ich eigentlich ansetzen, um der ganzen Sache eine andere Perspektive zu geben und vor allen Dingen auch dieses konsequente Draufblicken aus mindestens 2 verschiedenen Perspektiven, die sich gegenseitig ergänzen und nicht nur gegenüberstehen, sondern auch tatsächlich die eigene Rolle hinterfragen. Das hat mich phänomenal begeistert. Und es war auch methodisch hier in diesem tollen Diversity Lab der ideale Standort dafür, das durchzuführen.